Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen und weiteren Video. Heute geht es wieder um den Opel Astra. Bei dem möchten wir einmal, was ist das für ein Opel Astra? Motorcode Z16XER A16XER, 85 kW, Baujahr 2010, Benzinmotor 1,6er, und bei dem wollen wir einmal Thermostatgehäuse, die komplette Einheit einmal zusammen wechseln. Er hat sogar einen Fehlercode dazu geschmissen. Er hat hier einen Sensor sitzen, der quasi hier einvergossen wurde. Den könnte man natürlich einzeln tauschen, aber komplette Einheit einmal neu machen. Vielleicht regelt das Thermostat nicht vernünftig und ich vermute mal, dass es sich hier sogar um ein Originalteil handelt. Übrigens sehr teuer und übrigens auch etwas schwierig zu bekommen. Und wie man sehen kann, ist von Febi, aber das ist nicht einfach so weggeschliffen. Denn ich vermute mal, dass sich hier die Originalnummer drauf befand. Ja, Kauflinks, alles unten in der Videobeschreibung. Kühlwasser müssen wir auffangen, Kauflink in der Videobeschreibung. Anschließend werden wir das System vernünftig entlüften mit einem Prüfkoffer. Das Ganze wird in einem separaten Video geschehen. Ja, ich würde sagen, los geht's. Ja Leute, ganz kurze Einblendung. Und zwar, dieses Video wird gesponsert von XXL Automotive. Das ist ein Werkzeug-Online-Shop, hat auch zwei eigene Hausmarken. Vielleicht habt ihr die ein oder andere schon mal gesehen, Reptool und Stahlmax. Ja, wir arbeiten schon des Längeren zusammen. Und ja, von meiner Seite aus ist das Werkzeug wirklich zu empfehlen. Und ja, machen wir uns nichts vor, wenn man ein vernünftiges Werkzeug hat, dann tauschen sich die Ersatzteile schon fast von alleine aus. Jeder kennt es, das geile Gefühl, wenn das Werkzeug passt, vernünftig ist und man seine Arbeit vernünftig machen kann. Und bis jetzt konnten mich die Marken immer überzeugen. Die Werkzeuge waren immer passgenau, Spezialwerkzeug besonders. Bei manchen ist halt das Problem, also jetzt nicht von der Marke, aber andere Hersteller haben manchmal das Problem bei Steuerkette, dass die Blockierwerkzeuge nicht sehr gut passen. Hier habe ich aber immer gute Erfahrungen gemacht. Das Gute ist auch, ihr müsst sie auch nicht kaufen. Ihr habt die Möglichkeit, das Ganze euch auszuleihen. Deswegen, unten ist das Ganze einmal verlinkt. Und mit dem Rabattcode VITYAWOLF kriegt ihr nochmal 5%. Das ist jetzt ein dauerhafter Rabattcode. Damals waren 10%, aber das war ein Neukundenrabatt. Jetzt könnt ihr mehrere Produkte oder öfters den Rabattcode anwenden. Deswegen, ja, unten ist das Ganze verlinkt. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Und ja, ansonsten weiter mit dem Video. So, und hier in diesem Bereich befindet sich die komplette Geschichte. Das heißt, Batterie einmal raus. Dann kommen wir da besser dran. So, die zwei Klemmen mit einer 10er Nuss, die Batteriehalterung mit einer 13er Nuss. So, dann haben wir die Halterung. Anschließend mit einer 13er Nuss Batterie, der Träger. Das ist mit 3 Schrauben befestigt, das Ganze. Zwei sind hier und eine ist hier versteckt. Und dann können wir das Ganze einmal rausholen. Das Ganze hier einmal ein bisschen zur Seite, alles ein bisschen locker machen. Lambda-Sondenstecker. Die Halterung muss ja eh ab. Mit einer 10er Nuss die Halterung abschrauben, die sich auf dem Thermostatgehäuse befindet.
Okay. Den Stecker auch einmal abmachen. Dann kommen wir doch schon mal an alles dran. So, wir quetschen die Kabel jetzt einmal, wir quetschen die Schläuche jetzt einmal ab. Es gibt solche Schlauchabquetscher oder Klemmen, die machen wir hier zwischen, damit nicht zu viel Kühlwasser ausläuft. Denn das muss ja nicht sein. So, die Wanne unten positionieren. Ein bisschen Kühlwasser wird ja eh kommen. So. Ich hoffe, man sieht das. So, Stecker hier unten an den Temperaturfühler abmachen. So, ganz wichtig, diese Leitung ist neu, aber deswegen vorsichtig sein, die brechen trotzdem sehr, sehr gerne ab. Auch die neuen Leitungen. Wirklich mit Gefühl draufdrücken. So. Die Schläuche hinten auch abklemmen. So, und dann können wir eigentlich die ganzen Schläuche abklemmen. Da gibt es einmal diese spezielle Zange. Mal drüber. Das Ganze auch hier. Und jetzt können wir, den kann man auch abmachen. So. Jetzt können wir die Hauptschrauben abschrauben. Dann nehmen wir die E10 Torx. Könnt ihr auch mit einer 8er Nuss abschrauben. So fest sind die nicht, bestimmt. Aber vorsichtig, die können auch gerne abreißen, wenn ihr das Ganze jetzt zum ersten Mal abschraubt. Wir hatten hier ja schon ein paar Reparaturen. Schon alles gängig. Vorne ist noch das Abgasrohr, was dran geschraubt wird. Da befinden sich auch noch zwei. Ne, nicht Abgasrohr, sondern Wasserrohr zur Wasserpumpe. Schrauben wir auch gleich ab. Und zwar meine ich hier diese. Also wenn wir hier den dicken Schlauch abgemacht haben, geht unten noch ein Kühlwasserrohr dran. Sieht aus wie ein Abgasrohr, ist aber Kühlwasser. Dichtung haben wir dort übrigens auch neu gemacht, neu original. So, und jetzt den letzten Schlauch da einmal lösen.
So, dann haben wir den Kollegen raus. Den einmal nach oben drehen. Dichtung ist neu vorhanden. Die Fläche gut sauber machen. Und dann kann der neue Thermostat schon drauf. So, neue Dichtung ist mit dabei, ganz wichtig. Und dann können wir das Ganze ansetzen und festschrauben. Schläuche können nachher drauf. So, dann das Ganze natürlich nicht zu fest. Erstens, weil wir schrauben in den Zylinderkopf rein und zweitens ist Kunststoff. Sonst knackt es einmal und dann haben wir einen Riss. So, dann das Abgasrohr vorne drauf. Das Abgasrohr. Das Kühlwasserrohr. So, und dann, wenn wir alles festgeschraubt haben, ja, alles wieder rückwärts zusammenbauen. Die ganzen Schläuche wieder drauf. So, von hinten die Schläuche noch drauf. Die Lichtungsstecker hier drauf und die 10 Meter an der Seite. Einmal so wieder drauf, also Schlauchschule. Einmal drauf. Das war's. Und alles fest. Und wieder drauf. Ja Leute, und so kann das Ganze aussehen, wenn man den Thermostat wechseln möchte. Anschließend natürlich Kühlwasser rein. Das Ganze vernünftig entlüften, zum Beispiel mit so einem Koffer. Da kann man das Ganze auch gleich auf Dichtigkeit prüfen, dadurch, dass man einen Unterdruck erzeugt im Kühlwassersystem. Dadurch kommt die ganze Luft raus und dann befüllt man das Ganze mit Kühlwasser. Dadurch, dass er Unterdruck macht, dadurch prüft ihr auch, ob überhaupt alles dicht ist. Eventuell vielleicht irgendwo Dichtung nicht richtig drauf, runtergeflogen, wie auch immer. Ihr kennt die ganzen Probleme. Ja, ich hoffe, mit dem Video habe ich dem einen oder anderen weitergeholfen. Kühlwasser, Adapter, Koffer, machen wir ein separates Video zu. Ich würde sagen,
Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da, ist immer noch kostenlos. Alle wichtigen Werkzeuge unten in der Videobeschreibung, beziehungsweise der Online-Shop ist auch da mit dem Rabattcode VitaWolf kriegt ihr bei XXL 5% auf die Produkte und ja, alle, die ihr gesehen habt. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!